Soziale Differenzierung bei Menschen war über Jahrhunderttausende vermutlich eine Frage der individuellen Fähigkeiten. Einer war ein guter Jäger, jemand war ein guter Ratgeber, der nächste konnte gut kochen. Das war ganz verschieden und jeder bemaß sich nach seinem Wert in der Gesellschaft. Irgendwann beginnt soziale Differenzierung, sich von den Fähigkeiten des Einzelnen zu lösen. Irgendwann wird es Status, irgendwann hängt es von Familien ab, irgendwann werden Dinge vererbt. All das ist ein Phänomen des Neolithikums. Am Beginn des Neolithikums sehen wir eine schwache soziale Differenzierung, so als hätten die Jäger das noch nicht akzeptiert, so als würde man die Gleichheit noch mehr betonen als die Unterschiede. Worin sehen Archäologen denn solche Unterschiede? Sie sehen solche Unterschiede etwa in der Art des Grabkults, in den Beigaben, in der Ausprägung der Häuser, kurzum in Hinweisen für arm und reich, für oben und unten. Und wenn wir hier in die Bandkeramik gehen, dann sehen wir hier ein sehr, sehr schönes Beispiel für Signifikanz, für Prestige. Und zwar sehen wir hier einen Gürtelhaken aus einer Spondylusmuschel. Spondylusmuscheln kommen im Mittelmeer vor und zwar sind die nicht so einfach zu gewinnen, wie mir ein Freund sagte, der vor der griechischen Küste nach Spondylusmuscheln tauchte. Es ist ihm nicht gelungen. Man braucht dort Profi-Taucher, ohne Tauchgerät nicht, taucht man mehr als 10 Meter tief und sie sind fest am Meeresboden verwurzelt und man muss sie freischneiden. Und die ganz viele kann man gewinnen am Strand, aber die sind meistens deshalb am Strand, weil sie von Würmern durchbohrt lose sind. Also man muss tatsächlich tauchen, man muss sie freischneiden und wenn man die dann gewonnen hat, dann hat man kostbares Gut. Und diese Spondylusmuscheln aus dem griechischen Meer, die fanden sich bei uns hier in Mitteldeutschland und in der ganzen Bandkeramik als Gürtelhaken. Jeder weiß, wie selten die sind, jeder weiß, wie schwer die zu bekommen sind. Deshalb sind sie ein Distinktionsmittel, ein Unterscheidungsmittel im Status. Und das zeigt uns, dass es schon in früher Zeit gewisse Statusunterschiede gab. Woran sehen wir denn, dass die Spondylusmuschel eigentlich begehrt war? Ganz einfach daran, dass sie nachgeahmt wurde. Und zwar ziemlich perfekt. Und das haben wir auch hier. Sie wurde nachgeahmt in Marmor. Man besorgt sich also teuren Marmor und ahmt damit eine noch teurere, exklusivere Muschel aus dem Mittelmeer nach. Das zeigt, es gibt ein gewisses Statuswollen nach einigen 100 Jahren Sesshaftigkeit und sicherlich auch Unterschiede im Besitz, im Landbesitz, im Hausbesitz, im Besitz von Rindern und Ähnlichem. Und das differenziert sich dann noch stärker. Die Neueinwanderer, die also um 3000 kommen, haben wieder andere Statusmittel und meistens geht es letztlich um materielle Güter und rare, seltene materielle Güter. Um etwa 4000 vor Christus, 4500 vor Christus beginnt das mit Jadeidsbeilen. Das betrifft also noch Nachkommen unserer Bandkeramiker. Diese Jadeit-Äxte sind in Mitteleuropa, in Westeuropa und Südeuropa, aber auch bis nach Schottland weit verbreitet. Das sind grüne Steinäxte, die hochpoliert wunderschön sind aus diesem tollen Stein Jadeit, der ganz schwer zu bearbeiten ist und wo man Monate und Wochen lang schleifen muss, bis der so richtig schön glänzt. Diese Beile werden fast nie benutzt und diese Beile sind über West- und Mitteleuropa verteilt. Interessanterweise werden die zu den Rändern hin immer kleiner, was damit zusammenhängt, dass sie sich vom eigentlichen Zentrum entfernen. Und wie wir heute wissen, sind diese Beile mehr als 1500 Jahre zum Teil rotiert. Das heißt, die hatten ein Leben von manchmal 1000 Jahren. Die wurden von Familie zu Familie weitergegeben, bis sie in irgendeinem Grab oder in irgendeinem Depot als Opferung oder Ähnliches landen. Die waren also von ungeheurem Wert. Sie wurden nie benutzt. Das ist so etwas wie letztlich unsere Goldbarren, die nicht benutzt werden, oder unser Papiergeld, nicht? Oder wie etwas wie ein wunderbarer Gegenstand, den wir sozusagen nur zum Prunk haben und nicht wirklich benutzen, nicht? Und diese Jadeit-Äxte stammen alle von einem Ort,
nämlich dem Monte Viso in den Westalpen. Und dort hat man sie ganz lange nicht gekannt, die Fundstelle, nicht, wo die herkommen. Das hat Herr Petrikar entdeckt, der hat in Neuguinea erforscht, wie dort Jadeit bearbeitet wird, denn dort gibt es auch Jadeit. Jadeit ist selten auf der Erdoberfläche, ich glaube es gibt 13 oder 14 Lagerstätten und er ist extrem schwer zu bearbeiten. In Neuguinea gehen die dort in einen Fluss, der weit vom Stammesgebiet entfernt ist und haben den Eindruck und glauben in der Mythologie, dass sie die Knochen eines Vorfahren ausbeuten. Und diese Ausbeutung dieser Steine ist dort sehr, sehr gefährlich, weil man durch fremde Stammesgebiete muss. Wie das bei uns war, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass riesige Mengen dort oben in den Alpen gewonnen wurden. Herr Petrikar ist einfach die Flüsse entlang in den Alpen jahrelang und als er zum ersten Mal Jadeit unten in einen Fluss fand, weiß er hat den Ursprung dort oben hoch in den Bergen gefunden und als er dort ausgrub, fand er die Hohlformen, praktisch das, was man vor Ort weggeschlagen hat von diesen Beilen und konnte beweisen, dass all diese Jadeitbeile von dort stammen und in Mittel- und Westeuropa verteilt werden. Wenn man jetzt nun kartiert, wo die verteilt sind, dann sieht man die unsichtbare Grenze durch Europa, fast wie der ehemalige Eiserne Vorhang, bizarrerweise. Und auf der einen Seite im Westen finden sich diese tollen Jadeitbeile, auf der anderen Seite finden sich ähnliche Beile aus Kupfer, sozusagen Schwerkupferbeile, Schwermetallbeile, die den gleichen symbolischen Wert haben. Wenn man so will, zwei verschiedene Geldsysteme, Rubel und Dollar oder Rubel und Euro in der Vorzeit. Und das ist ungemein spannend, weil es uns zeigt, dass sich diese relativ egalitäre neolithische Gesellschaft aus der Zeit der Bandkeramik 5000 vor Christus doch schon sozial ausdifferenziert hat und vor allem Wertspeicher entwickelt. Und das ist ja was ganz Wichtiges, wenn Sie sozusagen Werte in seltenen Materialien und Arbeit speichern und symbolisch zirkulieren lassen. Das sagt Ihnen sehr, sehr viel über die Gesellschaft. Und beides haben wir hier im Landesmuseum in Halle. Wir haben so die Schwerkupferbeile und wir haben die Jadeitbeile, denn wir sind hier in einer Zone, wo sich beide Welten treffen, fast wie es auch im 20. Jahrhundert war.